Ich bin Lina, ich bin DJ und Aktivistin und wohne seit ungefähr 8 Jahren in Bochum. Ich bewege mich hier im Ruhrgebiet hin und her und genau, bin gerne unterwegs, tags und nachts. Und bin in verschiedenen Kollektiven aktiv, unter anderem bei Flinter for Rave. Das ist ein DJ-Kollektiv aus dem Ruhrgebiet mit den Räumen Bochum und Dortmund vor allem. Und nebenbei auch noch bei Stadt für alle aktiv. Da setzen wir uns für eine solidarische, ökologische und nachhaltige Stadtentwicklung ein. Und das versuche ich auch gerne mal miteinander zu verknüpfen. Ich habe vorher eine Zeit lang in Duisburg gewohnt und da war es so, dass wenn man was Schönes haben wollte, es sich selber machen musste. Dann bin ich nach Bochum gezogen und auf einmal war hier eine, in meinen Augen, große Vielfalt an selbstverwalteten Räumen. Es sind sogar auch tatsächlich aus meiner Sicht mehr dazugekommen. Deswegen ist der Status quo für das, was ich gewohnt war, relativ in Ordnung. Klar, wenn man auf größere Städte schaut, Köln, Münster, dann gibt es da eine viel größere Vielfalt. Aber als Mensch aus kleineren Ruhrgebietsstädten ist das hier in Bochum schon Luxus, würde ich sagen. Aber diese Räume gilt es halt zu schützen. Das heißt, finanziell als auch strukturell eine nachhaltige Struktur aufzubauen, dass die Menschen, die diese Räume in ihrer Freizeit, in ihrem Ehrenamt betreiben, nicht ausgebrannt sind. Dass man eben schaut, dass sie nicht jedes Jahr um finanzielle Förderung bangen müssen, sondern dass halt eben genau für diese freien, offenen Räume eine nachhaltige Struktur geschaffen wird, damit es die auch noch in 10, 15 Jahren gibt und die Leute auch noch in 10, 15 Jahren Lust haben, da mitzuwirken und nicht ausgebrannt sind und den Schlüssel abgeben, sage ich mal. Bochum hat sich neu definiert in den letzten Jahren und Jahrzehnten, musste sich neu definieren, aber so richtig, ne, also dieses Wir-Gefühl, was Bochum immer vermarkten möchte, das kommt, glaube ich, nicht bei allen auf. Und da sind viele Menschen abgehangen in diesem Wir. Und vielleicht müsste man schauen, wen man nicht mitnimmt und eben genau da ansetzen. Das Wir ist, glaube ich, viel breiter dargestellt, als die Stadt Bochum das aktuell sieht. Und das sind viele neue Menschen, die nach Bochum gezogen sind in den letzten Jahren. Das sind aber auch vielleicht Leute, die schon lange hier wohnen und gar nicht mehr gesehen werden, keine Räume in der Stadt haben und einfach mehr Zugangsmöglichkeiten wieder brauchen, um irgendwie Verbindungen aufzubauen. Deswegen fände ich es gut, wenn die Stadt Bochum das Wir-Gefühl nochmal neu ergründet und vielleicht dann auch ein paar mehr Menschen mitnimmt. Die Bochumer Innenstadt, die wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren sehr verändern und das ist auch gut so. Aktuell sieht es ja so aus, dass viele Räume leer stehen und dass wir die Stadt einfach anders begreifen müssen. Der Onlinehandel wird immer größer. Man sieht ja jetzt schon, dass einfach ganz, ganz viele Orte leergezogen sind und da auch nichts mehr Neues nachkommt, beziehungsweise auch nichts, was lange bleibt. Und ich sehe da auf jeden Fall großes Potenzial in Bochum, dass wir die Innenstadt einfach neu begreifen und neue Orte schaffen, die für alle sind, die gemeinwohlorientiert sind, die niederschwellig sind, wo es nicht darum geht, irgendwelche Sachen zu konsumieren, also irgendwie für den Aufenthalt irgendwie Geld zu bezahlen, sondern dass möglichst viele Menschen daran teilhaben können. Und das ist auf jeden Fall in Bochum möglich, wenn ein Umdenken stattfindet. In der Innenstadt ist es ja so, dass vor allem so um Brückstraße, Kortumstraße herum viele Ladenlokale leer stehen. Die werden dann ab und zu mal umgenutzt, aber wirklich das, was Nachhaltiges da existiert und auch bleibt, ist aktuell noch nicht zu beobachten und da muss man eben an die Vermieter ran. Also es wäre vielleicht eine gute Überlegung, die Gebäude einfach zurückzukaufen. Darüber befinden sich auch häufig noch Wohnraum, der ungenutzt ist. Also die Stadt könnte auch wieder mehr als Wohnfläche genutzt werden, was auch die Aufenthaltsqualität in der Stadt nochmal verändern würde. Und diese Ladenlokale sollten vielleicht nicht wieder als Konsumorte benutzt werden, sondern eben als Tauschgeschäfte, als offene Wärmestuben, als Orte der Freizeit, Indoor-Spielplätze. Da gibt es unglaublich viele Überlegungen in der Stadt, die auch schon gesammelt wurden, festgehalten worden sind, unter anderem von Stadt für alle Bochum und in verschiedenen Stadtrundgängen miteinander gesprochen worden ist, welche Ideen liegen vor. Und aus dem Fundus könnte man auf jeden Fall schöpfen und etwas Neues daraus entstehen lassen, was dann auch bleibt und nicht nach 3 Monaten wieder verschwinden muss.
In den nächsten Jahren wird das Bochumer Verwaltungszentrum leer ziehen und dann wird ein riesiger, großer Bau soll abgerissen werden. Das ist aktuell der Beschluss. Ich sehe da, oder beziehungsweise wir sehen da großes Potenzial in diesem Gebäude und wollen nicht, dass das abgerissen wird und zu einem hochpreisigen Wohnungsbau umfunktioniert wird, beziehungsweise neu errichtet wird. Das ist eine 1A-Lage in Bochum. Und da kann auf jeden Fall viel entstehen. Es gibt auch schon aktuelle Entwürfe von einem Architekten, der einen Sozialwohnungsbau da errichten könnte mit einer Kita drin, mit einem beweglichen Grundriss, also einem modularen Grundriss der Wohnungen. Kleinstwohnungen sind das. Und das könnte wirklich ein tolles Projekt für Bochum werden, wenn eben sich die Politik dafür einsetzt. In Bochum gibt es unglaublich viele Menschen, die Lust haben, was zu machen. Denen fehlt es aber an Geldern. Es gibt so viele kreative Ideen und immer wieder finden sich neue Kollektive, Gruppen zusammen und suchen händeringend nach Räumlichkeiten in Bochum. Ein paar Gruppen hatten das Glück, welche zu finden. Es gibt in Bochum schon eine unglaubliche Vielfalt an selbstverwalteten Räumen, aber das ist definitiv noch nicht ausreichend. Also man merkt das ja selber, wenn man irgendwie einen Geburtstag mal feiern möchte. Man hat die Räumlichkeiten dafür nicht zu Hause. Wo kann ich hingehen? Wo kann ich mir leisten, einen Raum zu mieten für eine kleine Geburtstagsfeier? Da fängt es ja schon an. Oder auch Veranstaltungen im Partyformat. Die Clubs, die haben ihr eigenes Programm, die brauchen keine externen Veranstaltungen in dem Ausmaße, aber wo kann ich irgendwie meinen 30. Geburtstag feiern oder auch meinen 40. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und sowas gibt es einfach nicht und vor allem ist es nicht bezahlbar. Wenn es irgendwie darum geht, über gute Städte zu sprechen oder wie eine gute Stadt funktioniert, wird Wien immer häufig als Beispiel genannt. Der große Unterschied zu Wien ist, dass Wien zuletzt ein großes neues Stadtentwicklungskonzept hatte, das die feministische Stadt in den Blick genommen hat und bewusst im öffentlichen Raum kleine Nischen geschaffen hat, sich überlegt hat, wie breit machen wir die Gehwege, wo finden sich Rückzugsräume für kleinere Gruppen und wie können wir den öffentlichen Raum neu definieren. Das ist so ein Beispiel, was häufig herangezogen wird und auch als Positivbeispiel hervorzuheben ist. Bochum könnte sich da, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle was abschneiden oder abschauen. Es gibt aber auch schon gute Ideen in Bochum, die sind aber nicht immer ganz zu Ende gedacht. Also zum Beispiel soll ja hinter dem Riff diese Sportanlage gebaut werden, da sind keine öffentlichen Toiletten vorgesehen. Damit wird die Nutzung auch wieder eingeschränkt für Menschen mit einer schwachen Blase oder einfach, oder auch generell öffentliche Toiletten in Bochum sind ja ein großes Manko. Das betrifft alle Menschen, von wohnungslosen Menschen über eben irgendwie Menschen, die sich viel draußen aufhalten. Und das macht es einfach sehr, sehr schwer, sich in der Innenstadt gut zu bewegen. Und es ist schön, wenn neue Grünanlagen gebaut werden, aber das ist eben nicht zu Ende gedacht. Und da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen optimieren und die Stadt vor allem auch etwas benutzerinnenfreundlich machen. Also Bochum ist ja eine Studiestadt, also wollen auch viele Menschen feiern gehen. Deswegen gibt es ja eigentlich auch viele Clubs unterschiedlicher Couleur, also für jede Musikrichtung ist was dabei. Aber Orte, um wirklich selber was zu machen, als junges Kollektiv oder irgendwie als Gemeinschaft irgendwie, die gibt es weniger. Also es gibt die ein oder andere Möglichkeit, aber dass man wirklich so einen Off-Space hat, den man sich einfach nehmen kann, den man ohne große Bürokratie und irgendwie finanziellen Aufwand einfach bespielen kann. Sowas gibt es hier in Bochum nicht und ich glaube, das ist ein großes Manko, weil die Ideen und Potenziale sind auf jeden Fall da. Es gibt viele Menschen, die haben Lust, was zu machen, viele auch einfach mit einem großen Engagement dahinter, aber haben einfach auch nicht das Geld und das Kapital, um den Vorschuss von so einem Club zu zahlen, um da ihre eigenen Veranstaltungen zu machen. Und so machen es halt immer wieder dieselben Leute und die Leute aus der Subkultur, die auch wirklich mittragen, die für unterschiedliche Lebensidentitäten stehen und geschlechtliche Vielfalt, die fallen häufig hinten rüber. Und da muss sich auf jeden Fall dringend was ändern. Und ich glaube, dass das ein großer Gewinn für Bochum sein könnte als Studiestadt, ne, mit der sich Bochum auch immer wieder schmückt,
da einfach Räume zur Verfügung zu stellen, die ohne große Hürden benutzt werden können und vielleicht auch mit einem nachhaltigen Konzept bespielt werden. Also meine Traumvorstellung der Stadt Bochum in 20, 30 Jahren wäre einfach, dass es keine Autos mehr in der Innenstadt gäbe, dass die ganzen Parkhäuser wegfallen und man die umnutzen könnte als Clubs, als Skatehallen, als Räume, um mal einen Kinofilm gemeinsam zu schauen. Jede Etage hat ein unterschiedliches Programm. Da stelle ich mir richtig schön vor. Der Ring wird frei, wir können mit dem Fahrrad über den Ring brettern, müssen nicht mehr Angst haben, umgefahren zu werden. Die Parkplätze können zu Parkanlagen werden. Und ich glaube, dass das wirklich eine tolle Bereicherung wäre und vor allem auch die Stadt endlich aufatmen könnte. Dass die Cafés alle Kaffee gegen Spendenbasis haben, dass es für alle in Ordnung ist, sich in ein Café zu setzen, egal wie groß oder klein der Geldbeutel ist, dass das wieder Orte der Gemeinschaft werden, dass abends die Stadt belebt ist, dass Menschen draußen sitzen und nicht irgendwie in ihr Haus oder in ihre Wohnung zurückkehren, sondern dass die ganzen Plätze bespielt werden, auch bis spät in die Nacht noch rein, solange das lärmschutzmäßig natürlich funktioniert. Das wäre auf jeden Fall einfach eine schöne Vorstellung von Stadt. Hinzu kommt halt auch, dass es irgendwie an jeder Ecke öffentliche Toiletten gibt, die sauber sind, die man benutzen kann, und dass einfach ein buntes Leben auf den Straßen stattfindet und nicht nur, weil irgendwelche Leute sich zusammengetrommelt haben, einmal im Jahr, sondern dass das etwas ist, was es jeden Abend gibt. Vor etwa 2 Jahren haben wir in Dortmund das Kollektiv Flinter for Rave gegründet, ein DJ-Kollektiv, das sich für mehr Vielfalt vor und hinter den DJ-Pulten einsetzt, um eben auch ein inklusiveres Feiern zu ermöglichen. Wenn wir uns anschauen, wer die großen Headliner sind, wer die Clubs bespielt, dann sind es leider immer noch Männer. Und das ist auf jeden Fall etwas, was wir schnell und dringend durchbrechen müssen, dass eben auch eine geschlechtliche Vielfalt bei den DJs im Line-Up mindestens ausgewogen ist. Und da setzen wir eben an und wollen diese Ausrede, ja, ich kenne ja niemanden, es gibt ja niemanden, durchbrechen und sagen, nee, also das funktioniert nicht mehr, wir sind ein breites Bündnis, wir haben ein großes Netzwerk und diese Ausrede, die lassen wir nicht mehr gelten. Den Club oder den perfekten Ort, den wird es nie geben, deswegen müssen wir halt schauen, dass wir auch die Clubs sicherer gestalten. Dazu braucht es aber auch Gelder und Förderung. So ein Club alleine kann das mittlerweile nicht mehr stemmen. Die Personalkosten sind, glaube ich, immens. Und trotzdem ist eben das Bedürfnis da und es muss auch einfach geschaffen werden. Es könnte eine gute Überlegung sein, dass da eben Stadt- und Clublandschaft zusammenarbeitet. Wenn wir gute Clubs haben, in die Menschen gerne feiern gehen, dann bleiben die Leute vielleicht auch in Bochum und ziehen nicht einfach in eine größere Stadt. Wir haben hier schon unglaublich viel Potenzial, es gibt gute Überlegungen, aber die brauchen eben Gelder und die Stadt profitiert ja auch davon, wenn eben Menschen gerne sich in Bochum aufhalten, wiederkommen. Und das Clubsterben wird, glaube ich, nicht nur Berlin treffen, das wird auch das Ruhrgebiet treffen. Man sieht es an den einen oder anderen Orten leider schon, dass die Clubs wirklich am Struggeln sind, dass Gelder fehlen, dass gutes Personal eben auch gut bezahlt werden möchte. Und da muss sich definitiv die Stadt mit den Clubs zusammentun und überlegen, was können wir gemeinsam stemmen, wo können wir unterstützen und wie machen wir diese Clublandschaft nachhaltig und vielleicht auch für alle zugänglich. Und das fängt bei den Eintrittspreisen an und hört eben dann beim sicheren Nachhauseweg auf. Also wenn ich mir meinen perfekten, sicheren Club vorstelle, dann fängt es bei der Tür an. Ich würde mir wünschen, dass es keine rassistische Türpolitik gäbe, sondern dass Menschen, egal wie sie sich anziehen oder aussehen, in den Club reingelassen werden. Aber dass es dann eben innen drin eine gute Struktur gibt, um einfach gemeinschaftlich drauf zu schauen, wie verbringen wir die Nacht und wie können wir mit Vorfällen umgehen, die sich vielleicht nicht für alle gut anfühlen. Das heißt nicht, dass es irgendwelche großen Verhaltenkodizes vielleicht geben muss, sondern dass halt einfach alle gemeinschaftlich drauf schauen. Und dafür müsste es in meinen Augen wieder eine gute solidarische Feierkultur geben, die ich aktuell ein bisschen vermisse. Warum das so ist, da gibt es verschiedene Überlegungen zu. Ich glaube, das
Hat halt jeder eine individuelle Meinung zu, aber wir müssen wieder irgendwie schauen, dass wir mehr zusammen feiern. Und ich glaube, gerade in den Zeiten, die uns bevorstehen, können das Orte werden, in denen wir einfach ja, neben dem ganzen Alltäglichen, was wir erleben müssen, abends auch wieder Kraft schöpfen und gemeinschaftlich gute Momente schaffen, die uns durch die Woche tragen. Stadt für alle ist ein Netzwerk, das sich für solidarische, ökologische und nachhaltige Stadtentwicklung einsetzt. Wir treffen uns alle 2 Wochen und machen verschiedene Aktionen, Planaktionen, um in der Stadt eben darauf ja, Visionen aufzuzeigen. Wir wollen nicht immer nur den Finger in die Wunde halten, sondern wir wollen proaktiv vorgehen und uns gemeinsam überlegen, wie können wir die Stadt umgestalten. Und da geht es auch nicht nur darum, unsere Meinung abzubilden, sondern möglichst viele Menschen mitzunehmen. Das machen wir mit Stadtrundgängen. Wir haben auch schon mal Befragungen durchgeführt. Wir haben mal einen Clay-Workshop gemacht, wo wir eben das Areal um das BVZ, die Musikschule und den Apollonia Faustpark mit Lehm nachgebaut haben. Da haben wir vor allem versucht, die Stimmen von Kindern einzufangen. Wir machen verschiedene Workshops und versuchen einfach da gemeinsam irgendwie die Stadt neu zu begreifen und diese Ideen, die wir entwickeln, nicht irgendwie im luftleeren Raum zu lassen, sondern da proaktiv zu werden und zu sagen, hey, wir haben da gute Ideen, Stadt und Verwaltung, schaut euch das bitte auch an und nutzt unsere Expertise und hört uns zu und macht da bitte was mit.